Und mir zugeschaltet ist jetzt Josef Schuster, Präsident des Zentralrats der Juden. Guten Tag, Herr Schuster. Guten Tag. Jetzt haben wir es so oft schon gesagt, aber ich sage es noch einmal. Es waren ausländische Geheimdienste, keine deutschen Geheimdienste, die diesen geplanten Attentat auf die israelische Botschaft verhindert haben. Herr Schuster, wie ist denn Ihre Meinung dazu? Sind die Geheimdienste überfordert oder ist es am Ende eben die Regierung, die ihnen durch Datenschutz hier zu viele Fesseln anlegt? Ich meine schon, dass hier der Datenschutz ein bisschen zu genau genommen wird. Und in dem Moment, wenn es notwendig ist zur Gefahrenabwehr, zur Abwehr von Terrorismus, dann sollte man sich wirklich überlegen, wie weit kann Datenschutz gehen und wie weit kann er nicht gehen. Entscheidend für mich ist aber in der aktuellen Situation, dass Deutschland eben nicht isoliert ist, sondern dass Deutschland durch befreundete Nationen und deren Geheimdienste in die Lage gesetzt wird, auch Terroraktionen in Deutschland abzuwehren. Das ist für mich das Allerentscheidendste. Herr Schuster, Sie als Präsident des Zentralrats der Juden wissen es vielleicht besser als kein anderer. Juden und Jüdinnen sind seit dem 7. Oktober des Jahres 2023 auch in Deutschland nicht mehr wirklich sicher. Was erwarten Sie in der Hinsicht von der Regierung? Und die Regierung hat ganz klar und unmissverständlich sich geäußert, dass der Schutz jüdischen Lebens, jüdischer Einrichtungen höchste Priorität hat. Das nehme ich auch sowohl der Regierung, und da geht es ja in einem Ton, das ist ja nicht immer so, auch mit der Opposition, mit der stärksten Oppositionsfraktion. Das halte ich schon für glaubhaft. Und was wir auch sehen, ist, dass bereits seit Halle, seit dem Synagogenattentatsversuch auf die Synagoge in Halle, die Sicherheitsvorkehrungen an allen jüdischen Einrichtungen deutlich und wie ich meine auch bislang erfolgreich verstärkt wurden. Also insoweit würde ich sagen, die Politik tut das, was sie tun kann. Wichtig ist aber auch im Vorfeld eben entsprechende Aufklärung zu betreiben. Herr Schuster, wir wollen dieses Gespräch gleich fortführen nach einem ganz kurzen Beitrag, wo es eben auch um pro-palästinensische Demonstrationen geht, über die wir gleich sprechen werden. Bei pro-palästinensischen Demonstrationen am Wochenende in Berlin gab es nämlich wieder mehrere Angriffe auf Polizisten. 57 Personen wurden vorläufig festgenommen. Die Teilnehmer verwendeten Kennzeichen terroristischer Organisationen und beleidigten die Beamten. 12 Polizisten wurden verletzt, einer musste ins Krankenhaus. Auch ein früheres Foto des getöteten Hamas-Chefs Sinwar wurde dabei hochgehalten. An der Demonstration mit dem Titel "Stoppt den Genozid in Gaza" in Charlottenburg nahmen insgesamt bis zu 1000 Menschen teil. Wegen fortlaufender Straftaten löste die Polizei die Versammlung vorzeitig auf. Und damit wieder zurück zu Herrn Schuster, Präsident des Zentralrats der Juden. Wir haben gerade schon über die Sicherheit oder nicht mehr vorhandene Sicherheit von Juden und Jüdinnen in Berlin gesprochen. Und solche Demonstrationen tragen natürlich ihren Teil dazu bei. Ein Foto des getöteten Hamas-Chefs Sinwar wird hochgehalten. Die Polizei greift zwar ein, hochgehalten wurde es aber trotzdem in Deutschland im Jahre 2024. Wie ist das möglich? Es zeigt mir eigentlich, welches Geisteskind die Menschen sind, die hier auf die Straße gehen. Das Bild eines Terrorführers, eines in Anführungszeichen Oberterroristen, der für das Massaker vom 7. Oktober 2023 die Verantwortung trägt, bei dem 1200 Menschen ums Leben kamen, hochzutragen, sozusagen noch zu verehren, ist für mich unverständlich, aber zeigt eben, mit welches Geisteskind wir es hier zu tun haben. Herr Schuster, Sie sagen, es zeigt, mit welch Geisteskind man es hier zu tun hat. Diese Demos eskalieren immer wieder. Wie geht man denn Ihrer Meinung nach damit um oder kann damit umgehen, dass solche Demonstrationen eben oft dann doch von Extremisten organisiert werden? Demonstrationsverbote, das wäre ein schwerer und großer Schritt in einer Demokratie. Doch da es eben oft Extremisten sind und es oft nicht mehr um Israel-Kritik im normalen Sinne geht, müsste man hier vielleicht anders eingreifen, als dass man die Demos dann einfach passieren lässt und irgendwann eingreift, wenn sie eskalieren? Oder sehen Sie das nicht so? Ich denke, die Erfahrungen aus den letzten Wochen, aus den letzten Monaten zeigen, dass es bei diesen Demonstrationen eben nicht um friedliche Demonstrationen geht, bei denen man seine Meinung kundtun wird. Und die Meinungsfreiheit ist ein absolut hohes Gut, die man erhalten muss. Es geht hier darum, und es ist absehbar, dass es zu strafbaren Handlungen kommt. Diese Demonstration beweist es erneut. Und ich bin der Meinung, dass eine solche angemeldete Demonstration nicht genehmigt werden kann und habe aber auch die Hoffnung, dass das inzwischen auch von den Verwaltungsgerichten inzwischen so gesehen wird. Denn da haben wir ja leider häufig gesehen,
dass man da der Meinung war, dass die meisten Demonstrationen genehmigt werden müssen, obwohl es dann im Nachhinein ja doch zu gewaltsamen Exzessen mit strafbaren Handlungen gekommen ist. Herr Schuster, wir haben soeben schon über die Verantwortung und Aufgabe der Regierung gesprochen. Zum Beispiel die große Oppositionspartei CDU, die sieht ja die Gefahr für Juden und Jüdinnen in Deutschland sehr stark. Der Bundeskanzler selber aber auch. Auch Robert Habeck von den Grünen hat dies angesprochen und ausgesprochen verurteilt. Trotzdem, Sie sagen es selber, die Demos finden statt. Immer wieder werden Universitäten besetzt. Und es hat auch immer wieder doch einzelne Politiker im Deutschen Bundestag gegeben, die sich durchaus auch fragwürdig zu dem Nahostkonflikt geäußert haben und so die allgemein aufgeheizte Stimmung noch einmal stärker angeheizt haben. Also möchte ich noch einmal fragen, muss nicht vielleicht dann auch die Staatsräson Deutschland noch ernster genommen werden und noch stärker auch im politischen Alltag gepflegt und ausgesprochen werden? Es sollte so sein und manche Äußerungen von Politikern verschiedener Parteien irritieren mich wirklich, denn das hat mit Staatsräson leider sehr wenig zu tun. Und ich glaube, hier hat man eben nicht verstanden, was unter Staatsräson zu verstehen ist. Es ist klar, das Existenzrecht des Staates Israel. Und es geht in meinen Augen ja nicht bei der Staatsräson darum, um die Frage, ob man militärisch in einen Konflikt mit eingreift oder nicht. Wie erklären Sie sich denn, dass sich quasi Parallelgesellschaften gebildet haben bei diesen Demonstrationen, die in starker Art und Weise ja auch Fake-Informationen verbreiten, diese ja nun mal auch glauben? Und es sind viele Studenten dabei, es sind junge Menschen dabei, die vielleicht auch von TikTok oder sonst woher beziehen. Wie kann man hier vielleicht auch entgegenwirken und nicht nur versuchen, etwas zu verbieten, sondern vielleicht auch versuchen zu erklären? Man sollte mit entsprechender Aufklärung versuchen, diese Themen anzugehen. Die Erfahrung sagt, dass das leider nicht den entsprechenden Erfolg hat, denn die sogenannten sozialen, ich nenne sie lieber asozialen Medien, sind ja häufig doch so stark und gerade bei der jüngeren Generation so en vogue, dass Narrative, die hier verbreitet werden, leider einen erheblich breiteren Zuschauer haben, ein Publikum haben, als das, was man mit klassischer Bildung erreichen kann. Vielen Dank an Josef Schuster, Präsident des Zentralrats der Juden, für dieses interessante Gespräch. Danke für Ihre Zeit. Gerne.